Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer vor ein paar Wochen das Video zu der Chuktek PB200P, nämlich diesem Monster hier gesehen hat, der wird sich vielleicht die Frage gestellt haben, geht das nicht auch noch kompakter? Und es gab ja schon eine kompakte Variante in dem Video. Jetzt habe ich noch was Kompakteres für euch, nicht mit 25.000 mAh, auch nicht mit 210 Watt, dafür deutlich leichter und vor allen Dingen auch deutlich günstiger. Einmal eine Variante mit Display, die 150 Watt und 10.000 mAh hat, und einmal eine Variante ohne Display, die entsprechend 10.000 mAh hat und noch kompakter ist. Die beiden gucken wir uns heute einmal gemeinsam an. Gut, wir legen los mit dem Faktencheck, und da muss man ja sagen, bei Chuktek steht immer viel drauf. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ihr seht hier die P100, die ist sehr kompakt, die ist wirklich richtig klein. 10.000 mAh brutto, 30 Watt maximale Ausgangsleistung. Das heißt, ihr habt da am USB-C-Port in dem konkreten Fall 30 Watt, die ihr rausziehen könnt. Sehen wir jetzt aber auf der Rückseite im Übrigen auch nochmal, wir haben hier die Farbe Grau, und wir werden gleich feststellen, dass es die Powerbank auch noch in anderen Farben gibt. Hier seht ihr sie. Das heißt also, ihr könnt, wenn ihr mögt, auch etwas buntere Farben wählen als nur diesen grauen Standard, sage ich jetzt einfach mal. 10.000 mAh sind brutto drin, 33 Watt maximaler Output, 30 Watt über USB-C und auch 30 Watt Input. Ihr seht hier die Nennkapazität, also die Nettokapazität von 5.600 mAh. Das ist natürlich keine sehr gute Quote. Dafür habt ihr halt ein sehr kompaktes Gerät mit minimalsten Maßen, und seht dann gleich hier unten nochmal die entsprechenden Output-Parameter, denn ihr könnt die 30 Watt über USB-C, habe ich ja vorhin schon gesagt, ziehen, und über USB-A könnt ihr 33 Watt maximale Ausgangsleistung rausziehen. Das heißt, ihr könnt auch nicht kombiniert noch mehr machen, sondern die maximale Leistung liegt halt entsprechend bei 33 Watt. Dann haben wir noch ein Typ-C-Kabel, also Typ-C-C-Kabel mit an Bord, das zeige ich euch aber dann gleich im Unboxing. So, die etwas größere Variante, also sowohl von der Ladeleistung als auch von der Größe des Gerätes mit 150 Watt, also statt der 33, die wir gerade gesehen haben. Das ist jetzt hier die konkrete nächste Variante, und zwar die P100D. Die hat auch ein Display mit an Bord. Die lässt sich mit 90 Watt laden statt mit 30, wie wir gerade gesehen haben. Das geht natürlich super schnell dann und führt dazu, dass die Powerbank natürlich viel schneller wieder voll ist, als wir das gerade gesehen haben. Die Maße sind ein bisschen größer, wobei ich immer noch finde, dass sie sehr kompakt ist. 150 Watt Output haben wir gerade schon gesagt, und wir gucken jetzt hier nochmal die Verteilung. 120 Watt könnten theoretisch im Maximum über USB-C kommen und zusätzliche 33 Watt über den USB-Typ A. Also wir gucken nochmal weiter, auch hier die Nennkapazität oder beziehungsweise die Nettokapazität, 5.500 mAh sogar nur, das sind nur 55%. Das ist nicht ganz so gut wie vielleicht bei anderen Herstellern, aber wenn man das weiß und fairerweise auch draufschreibt, dann finde ich das immer durchaus ganz okay. So, dann packen wir die guten Stücke einmal aus. Wir fangen an mit der kleinen P100. Einmal hier das Plastiksiegel durchtrennt. Und dann gucke ich mal, na, so geht's nicht, aber so geht's ganz leicht. Hervorragend. So, dann haben wir hier einmal in einer kleinen Plastiktüte verpackt die eigentliche P100 als Powerbank. Und wir haben hier noch das USB-C-Kabel und noch eine Anleitung. Ich hoffe, ich kriege die da jetzt raus. Die will nämlich nicht. Na, ja. Geringe Packungsmaße haben halt beim Auspacken nachher auch gewisse Nachteile. So, wir sehen aber, dass auch ein deutscher Teil in der Bedienungsanleitung vorhanden ist. Das gucken wir hier immer nach, damit ihr wisst, ob es deutsch ist oder nicht, wenn ihr denn die Bedienungsanleitung braucht. Wir haben USB-C hier. Das ist, glaube ich, kein Hochleistungsladekabel. So sah es zumindest nicht aus, auch von der Farbe her nicht. Deswegen braucht ihr für diese Powerbank ganz konkret ja auch nicht den 30 Watt. Das kriegt ihr auch mit einem normalen Kabel hin. So, jetzt haben wir die P100 hier einmal in der Ansicht weiß-grau. Hier ist der USB-C-Port, den seht ihr hier, genau. Das, was da drunter steht, kann man tatsächlich sehr schlecht lesen. Nicht nur hier mit der Kamera, sondern auch ich kann es hier ganz schlecht lesen. Aber da sind natürlich nur noch mal die Daten und der Input angezeigt bzw. ausgegeben. Hier ist es ein bisschen besser, da ist es scheinbar irgendwie anders gelöst. Naja, wie auch immer, das spielt ja keine Rolle, das guckt ihr euch wahrscheinlich nicht so oft an. Hier haben wir dann noch einen Knopf, um die Ladekapazität oder beziehungsweise die Restakku
CPU-Kapazität noch anzuzeigen. Wenn ihr doppelt drückt, könnt ihr auch in den Niedriglademodus gehen. Das heißt, wenn ihr Geräte habt, die nicht mit Power geladen werden können, dann könnt ihr da quasi den Niedriglademodus, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, Niedrigmodus, ich weiß nicht, wie man es nennt, könnt ihr aktivieren. Grundsätzlich fühlt sich das Ding gut an. Da knarzt nichts, da ist alles ganz gut verarbeitet, würde ich sagen. Hier kommt man auch nirgendwo mit den Fingern rein, also das ist alles dicht und gut verarbeitet. Hier an der Seite ist das im Gegensatz zu den Chuktex, die wir zuletzt hatten, nicht gummiert oder auch nicht leicht gummiert. Das heißt, das stoppt hier nicht, sondern das ist einfach dafür nur etwas angeriffelt, damit ihr, glaube ich, einen besseren Griff habt. Wäre zumindest jetzt mal so meine These. Also aus meiner Sicht von der Größe her und auch von Optik und Haptik ist das auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben, insbesondere wenn wir nachher noch zum Preis kommen. So, nächstes Ding, die PB100P. Die Powerbank hat ja wieder ein Display, was ich persönlich sehr mag. Natürlich kostet das auch noch ein bisschen Energie sozusagen, aber ihr habt dafür alle Details, wie viel geht gerade raus, wie viel geht rein, wie lange müsst ihr noch laden und so weiter. Als Information mit dabei, finde ich persönlich ganz hilfreich. Ob das jetzt für jeden notwendig ist, lasse ich mal dahingestellt sein. So, und hier geht übrigens die Anleitung gar nicht raus. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt reißt sogar noch die Verpackung ein. Egal, lassen wir die Anleitung drin. Es wird auch Deutsch drin sein, da bin ich sehr, sehr sicher. So, hier habt ihr natürlich auch ein entsprechend hochwertigeres USB-C-Kabel mit dabei, sodass ihr auch die volle Ladeleistung reinpumpen könnt, Schrägstrich auch rausziehen könnt. Auch hier wieder so eine kleine Plastiktüte mit dabei. Die machen wir hier mal auf. Sowas kriege ich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nie verlustfrei oder ohne die Tüte zu zerreißen da raus. Aber es ist, wie es ist. Gut, so, das einmal in den Hintergrund. Dann haben wir hier nämlich die eigentliche Powerbank. Und auch die finde ich persönlich halbwegs kompakt. Sie ist sehr leicht, das muss man ganz klar sagen. Also die wiegt nicht viel, auch nicht viel mehr im Übrigen als die P100. Ist auf der Unterseite hier tatsächlich so leicht gummiert, sodass das ein bisschen besser oder weniger rutscht, als das bei der P100 der Fall ist. Dann wird hier nochmal darauf hingewiesen, dass sie quasi auch fürs Flugzeug zu benutzen ist oder benutzt werden darf, so muss man es ja eher sagen. Dann haben wir hier die beiden Ports, die hier direkt nebeneinander liegen und nicht auf gegenüberliegenden Seiten. Über USB-C pumpt ihr sowohl rein als auch zieht raus. Über USB-A geht nur was raus. Und wenn ihr diesen Knopf drückt, dann startet das Display, welches euch dann anzeigt, wie viel Restkapazität oder wie viel Restprozentwert SOC sozusagen haben wir denn jetzt gerade. Und wir sehen nachher noch, wenn ihr ladet oder wenn ihr Energie entnehmt, lassen sich auch noch andere Faktoren anzeigen, insbesondere auch hier. Und hier könnt ihr einstellen, dass das Display dann dauerhaft eingeschaltet sein soll, was ich allerdings für nicht sinnvoll halte. Also insofern aus meiner Sicht passt das, dass das hier dann auch wieder ausgeht. Gut, bevor wir uns angucken, wie viel wir denn rauskriegen, gucken wir erstmal, wie viel denn reingeht. Wir fangen einmal an mit der PB100P und da ist der USB-C-Port ja auch der mit IN bezeichnet ist. Sprich, da müssen wir unser Ladegerät anschließen, um die Powerbank aufladen zu können. Ich habe das hier mal getan und ihr seht, das Kabel, was ich hier benutze, hat so eine kleine Anzeige, wie viel Watt denn da gerade durchfließen. Ich weiß, das ist nicht ganz genau, also von daher, bevor jetzt jemand sagt, oh, das kann man nicht nehmen, als Indikation kann man das aus meiner Sicht schon nehmen. Und wir sehen hier, wir kommen mit 91 Watt, da laufen durch das Kabel durch, 90 Watt jetzt, und es kommen knapp 87 an. Also die 90 Watt, die der Hersteller da verspricht, die gehen auch rein. Wir sind jetzt bei 55% und bräuchten noch 20 Minuten, um es voll zu laden. Der Hersteller sagt ja, glaube ich, die 55 gehen so ungefähr in einer Viertelstunde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz voll wird sie dann im Zweifel ungefähr in einer Stunde gehen. Ich habe sie jetzt ein-, zweimal ganz voll geladen. Da hat es nicht ganz eine Stunde gedauert. Also insofern, das geht dann schon relativ zügig. Wenn ihr das Display natürlich die ganze Zeit zum Beispiel aktiviert lasst oder sowas, dann sieht die Welt natürlich wieder ein bisschen anders aus, das muss man auch wissen. Aber vom Grundsatz her sollte das in einer Stunde bzw. deutlich unter einer Stunde auch zu laden sein, sofern ihr mit 90 Watt wirklich reinpumpt. Gut, gucken wir nochmal, was in die P100 reingeht. Da sollten es ja 30 Watt sein laut Hersteller, das können wir jetzt mit dem Display nicht überprüfen, aber wir sehen hier, dass am Kabel diese 30 Watt dann auch entsprechend gezogen werden. Von daher unterstelle ich jetzt einfach mal, dass auch hier 30 Watt in die Powerbank reinfließen. Die braucht übrigens knapp 2 Stunden, um voll zu werden. Ist natürlich auch logisch, weil viel weniger reingeht, wenn die Kapazität aber ungefähr gleich ist. So, dann schauen wir mal, was wir rauskriegen. Deswegen schließe ich die P100 jetzt mal an mein iPad an mit dem USB-C-Port und auch gleich noch an mein S24 Ultra. Fangen wir mal an mit dem iPad. Schließen hier einmal an. Und sehen, es läuft hoch auf 20.
Ja, 17 passiert jetzt nicht viel, genau. 16. Da kriegen wir also jetzt gerade nicht die vollen 30. Theoretisch hätte ich gedacht, dass das mit einem iPad gehen müsste. Aber gut, gucken wir uns gleich auch bei der P100D nochmal an. Da checken wir es nochmal gegen. So, hier dann einmal ins S24 Ultra. Ich halte es mal so, dass man es etwas besser sehen kann. Da soll es mit knapp über 20 gehen. Ich glaube 25. Gut, da sind wir jetzt nicht ganz, aber ungefähr sollte das hinhauen. Wir müssten also in der Theorie schon die 30 rauskriegen, auch wenn ich sie jetzt hier gerade nicht rauskriege. Ich schließe es auch nochmal kurz an das iPad an. Ja, aus welchen Gründen auch immer, ich kriege die 30 jetzt nicht raus. Ich kann euch aber sagen, dass tatsächlich, als ich dann im Nachgang nochmal probiert habe, und ich blende es euch jetzt gerade mal ein, dass ich dann die 30 rausgekommen habe. Ich glaube, es lag daran, dass das Display hier jetzt nicht an war. Also insofern, auch hier kriegt ihr die 30 aus dem USB-Port raus. So, gleiches Spiel nochmal mit der P100D. Hier brauchen wir ja kein anderes Kabel, denn wir können direkt im Display ablesen, wie viel gerade rausgezogen wird. Wie gesagt, finde ich persönlich richtig, richtig gut. Wir sehen einmal hier, wir kriegen 10 Watt, die gerade an das S24 Ultra gehen. Das liegt aber, glaube ich, mehr am Kabel hier, weil ich nur so ein dünnes USB-A, USB-C-Kabel hatte. Ich habe irgendwie kein hochwertiges mehr. Ich habe einfach nur noch USB-C, USB-C-Kabel. Und das Kabel, was in den Hintergrund geht, das lädt gerade mein MacBook. Das zieht hier jetzt irgendwas um die 70, 60, 70, hat aber im Peak auch die 90, die es eigentlich ziehen könnte, beziehungsweise die auch die Powerbank kann, gezogen. Also insofern hier kriegen wir auch ohne Probleme die 90 raus und über beide Ports dann auch die 150. Ja, was gibt es jetzt zu sagen zu den beiden Geräten, die wir uns hier angeguckt haben? Einmal die P100 links und die PB100P rechts. Von der Verarbeitung ist das natürlich Plastik, nicht wie bei den zuletzt getesteten Geräten, in Teilen zumindest Metall. Plastik als Verarbeitungsgrundlage finde ich erstmal okay, gerade wenn wir nachher zu dem Preis nochmal kommen. Verarbeitung ist aber gut, Gewicht von beiden Geräten aus meiner Sicht gut, fair, nicht zu schwer. Verarbeitungsqualität haben wir gerade schon gesagt, aber auch die Haptik, das Anfassen, das fühlt sich okay und gut an. Was etwas schade ist, dass die Nennkapazität halt so deutlich unter der Bruttokapazität liegt. Ich weiß gar nicht, ob man das Nennkapazität nennt. Ich sage es einfach immer, aber die Nettokapazität, dass die sehr deutlich unter der Bruttokapazität liegt und ihr eben nicht 10.000 mAh habt. Und das muss man halt wissen. Es steht aber auf der Verpackung fairerweise auch drauf. Aber der Preis, und das ist für mich der Hammer, 18 € kostet die P100. Und die P100D kostet 38 €, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mit den Gutscheinen, die es gibt. Dafür auf jeden Fall eine Kaufempfehlung meinerseits. Guckt euch die Dinger mal an, wenn ihr mögt. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.